mit dem amerikanischen Außenminister, habe ich gedacht, Lavrov ist wirklich ein Hund. Hey Leute, haltet euch fest. Strack-Zimmermann geht bei Lanz mal wieder in den Angriffsmodus. Diesmal trifft es den russischen Außenminister Lavrov. Aber Moment mal, hat sie ihn gerade wirklich ein Hund genannt? Was steckt dahinter? Wie Lanz darauf reagiert hat und warum diese Sendung ein einziges Propagandafeuerwerk war, das erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt dran, es wird spannend. Und wie seht ihr das? War das eine gezielte Beleidigung oder einfach nur eine unüberlegte Wortwahl? Haut eure Meinung in die Kommentare. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Auf geht's! Und ist das auch sozusagen der Tenor im Sinne von, du weißt, mit wem du es da zu tun hast, du musst den richtig studieren. Es gab einen sehr interessanten Moment, als J.D. Vance von Zelensky gesagt bekam, was eigentlich passiert ist nach dem Minsker Abkommen und so weiter. Und dann so rhetorisch fragte, ist das die Diplomatie, die du dir vorstellst? Passierten ja zwei interessante Dinge. Das erste war, Vance antwortet erstens gar nicht wirklich darauf, hebt es gleich auf eine ganz andere Ebene und macht dann sozusagen den Punkt, den du bei Narzissten machen musst und sagt, du hättest allen Grund, diesem Präsidenten, der hier vor dir sitzt, dankbar zu sein. Das heißt, er hat genau verstanden, wie die Psychologie dieses Präsidenten funktioniert. Redet man sowas auch auf europäischer Ebene vorher ab und sagt, pass auf, wenn du da hinfährst, da geht es auch um Europa, da geht es um unsere eigene Sicherheit. Wir müssen uns ganz genau überlegen, wie das passiert. Es gab eine ganze Charmoffensive in den vergangenen Tagen. Lauter Leute, die sich da alle kleiner gemacht haben, als sie eigentlich sind, um bloß keinen Ärger zu riskieren. Also ich glaube allererstes Mal, dass viele dorthin gehen oder die hingegangen sind, so wie auch Macron oder der britische Premier, die da schon sich selbst überwunden haben. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche Leute, die gestern noch auf dem Königs, den er da rauszieht und so weiter. Also das sind ja keine Leute, die irgendwie am Abend vorher noch auf dem Baum gesessen haben, sondern gestandene Staatsleute, die auch Diplomatie beherrschen. Das meine ich glaube, dass das bei Trump, da dieser Mann völlig unberechenbar ist, also auch aus dem Momentum heraus irgendwas macht, ist die Vorbereitung, glaube ich, nötig. Ob das immer funktioniert, weiß ich nicht. Nur Zelensky sitzt seit 900 Tagen ist schon klar. in seinem Palast, in seinem Regierungssitz. In seinem Bunker ganz häufig? Ich war auch einige Male da, bin ihm dort begegnet. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist ein kalter, unbeleuchtetes Etwas, was entsprechend geschützt ist. Da sitzt er seit 900 Tagen, gibt jeden Tag ein Statement ab vor seinen Mitbürgern. Das heißt, ich teile das, dass er einfach am Limit ist. Insofern, selbst wenn man sich darauf vorbereitet, glaube ich, es triggerte ihn doch schon. Und das ist eben so perfide, das war ja alles eingefädelt. Wie dieser Journalist ihn sagte, warum er eigentlich keinen Anzug tragen würde. Ja. Das ist ja unsäglich und ihn da mit Sicherheit auch persönlich berührt hat. Weil so hat ihn Trump ja auch schon begrüßt. Ne? Ja, du hast dich heute schön gemacht. Und das sind natürlich, manchmal sind das diese Kleinigkeiten, die Menschen tiefst verletzen. Absolut. Weil er trägt es natürlich, um zu signalisieren, mein Volk ist im Krieg und ich bin der Präsident und ziehe mich nicht hübsch an, wenn mein Volk diesen Kampf führt oder eben diese Verluste. Ja, diese Kleidung ist ja auch eine Chiffre, die sagt der Welt ja was. Ne? Genau. Und ich glaube, da wurde er schon angetriggert. Und dann lief das Ganze aus dem Ruder. Wenn man das ganze Setting gesehen hat, wir kennen das ja von Jahrzehnten, eigentlich sitzt der Präsident da mit seinem Gast, dann wird Shake Hands, dann gibt's ein paar Fotos. Das wurde ja vor der Weltöffentlichkeit zelebriert und es gab ja auch Agenturen, die gar nicht mehr zugelassen waren. AP zum Beispiel. Zum Beispiel. Dann aber eine russische Agentur war dabei. Also das Ganze ist schon, ich glaube, dass man das, ich sag mal, mit normalen diplomatischen Maßstäben, pass auf, bereite dich vor, du weißt, an welcher Stelle tickt der aus, lass das mal. Ich glaube, dass das so leicht nicht mehr zu beantworten ist. Da sitzt ein geschlagener Präsident, der Unterstützung bekam von den Amerikanern, von den Europäern und ihm läuft das jetzt sozusagen aus den Händen. Das ist schon eine Tragödie. Bevor wir gleich noch mal intensiver auch mit Katrin Eigendorf darüber sprechen, was da in der Ukraine gerade auch rumort, würde ich gerne Frau Strack-Zimmermann fragen. Paul Ronsheimer sagt, die Entwicklungen der vergangenen Tage zeigen, wie wahnsinnig schwach die EU wirklich ist. Das war ein Offenbarungseid. Sehen Sie auch so? Wie diskutieren Sie das in Brüssel?
Naja, momentan sind alle entsetzt, wenn ich mal von Ungarn und der Slowakei absehe. Und da rücken schon viele zusammen. Also aber im Sie Parlament. sind entsetzt und ich wundere mich. Ich denke immer, wie kann man... Also ich bin überrascht, dass alle so überrascht sind. Ja, ich bin auch überrascht, dass alle überrascht sind, weil ich darf seit 8 Jahren Verteidigungspolitik machen. Ich war häufig bei Ihnen hier, wo wir eben über die Unsicherheiten gesprochen haben. Und wir haben Trump ja schon mal erlebt. Und jetzt ist er deutlich vorbereiteter ins Amt gegangen, aber er ist nicht milder geworden. Und ich glaube übrigens, wenn ich das noch sagen darf, ich glaube, dass Trump Putin bewundert. Das ist ein richtiger Kerl, der regiert durch. Das ist so, wie er es auch will. Da wird nicht lange gefackelt. Wer stört, wird aus dem Weg geräumt. Ich glaube, dass da eine tiefe Bewunderung ist. Da sitzen 2 am Tisch und teilen sich die Welt auf. Spätestens dann muss Europa aufwachen. Denn das, was in der Ukraine passiert, berührt ja auch unsere Freiheit im Frieden. Aber warum wirken wir, ich sag's ganz vorsichtig, so schlecht vorbereitet? Ich sag's mal so, das Schöne an Europa ist, wir sind ein großes Friedensprojekt, das größte, was es auf der Welt gibt. Auf der anderen Seite bestehen wir aber aus 27 Nationen. Und gerade im Sicherheitsbereich haben wir eben nicht eine Führung und eine Armee, sondern wir sind aufgesplittet und je nach geografischer Lage haben eben die Länder in Europa eine völlig unterschiedliche Sichtweise. Vor Jahren, wenn Sie in Litauen waren, in Estland, in Lettland, haben alle gesagt, der Tag wird kommen, dass Russland wieder einen Angriff startet. Die Finnen waren immer vorbereitet darauf. Das heißt, die Länder, Polen, die Länder, die eine russische Grenze haben das immer völlig anders gesehen als die Südeuropäer. Die haben aufs Mittelmeer geschaut, hatten dort... Niemand kauft so viele amerikanische Rüstungsgüter wie die Polen, ne? Ja, und sie haben natürlich auch eine Geschichte mit Russland. Das wurde uns immer erzählt. Wir eben mit vielen Freunden um uns herum haben das in Deutschland nicht wahrgenommen. Und jetzt kommt es, dass wir in Deutschland eben auch nie den Versuch gestartet haben, unter verschiedenen Kanzlern in Europa eben auch gemeinsam mit Frankreich, gemeinsam mit Polen, ernsthaft den Zug anzuführen und zu sagen, es ist Zeit, da tut sich was. Ich bin optimistisch, dass sich da eine Menge tut. Es gibt jetzt Programme, die aufgelegt werden. Die Frage allerdings wird natürlich bleiben, in welcher Geschwindigkeit. Weil wenn Sie das sehen, ich meine, wir werden ja jeden Morgen wach und es kommt wieder etwas. Ja. Ich behaupte, es kommt auch etwas, um uns durcheinander zu bringen, um uns wuschig zu machen. Kaum hat man es eingeordnet, kommt wieder was anderes. Das muss auch erstmal verifiziert werden. Ja, so stimmt die das überhaupt? Theorie, ne? Also der ist einfach so erratisch, dass sich einfach keiner auf irgendwas verlassen kann. Nein, und ich glaube, das hat auch Prinzip nach dem das ist Motto... aber auch eine schlechte Nachricht für Putin, ne? In dem Zusammenhang. Ja, aber ich glaube auch, Herr Lanz, dass es auch eine schlechte Nachricht für die Vereinigten Staaten werden könnte. Ja, das Als ich die Bilder sah von Lavrov mit dem amerikanischen Außenminister, habe ich gedacht, Lavrov ist wirklich ein Hund. Der zieht den über den Tisch, bevor der 1, 2, 3 sagt. Ich glaube, dass wenn sich die Vereinigten Staaten mit Russland wirklich anlegen würden, würden sie anders agieren. Und ich finde ganz spannend, was macht China jetzt eigentlich? Also relativ wenig, aber heute gab es ja einen Tweet aus der chinesischen Botschaft. Krass. Richtung Trump, wenn du Krieg willst, Handelskrieg, welchen Krieg auch immer. Immer, genau, das war die Formulierung. Werden wir kämpfen bis zum Schluss. Ja, Wahnsinn, jetzt plötzlich tritt China auf die Bühne, weil ich mir nicht vorstellen kann, auch wenn China und Russland, was Autokraten betrifft, also die Freiheit ablehnend, sind ja keine Freunde. Und für China sind die Russen die armen Verwandten, die es nie auf die Kette bekommen haben. Und jetzt tritt China auf die Bühne. Und das ist interessant, weil das ja der eigentliche Herausforderer ist von Trump. Und wenn die sagen, was willst du für einen Krieg? Also du bist nah bei Russland und gleichzeitig machst du mit uns hier Dinge mit Zöllen. Und ich glaube, da wird jetzt noch eine weitere Facette kommen, die auch die Amerikaner verstören könnte. Frau Strack-Zimmermann, wir sagen immer Europa. Ja. Und ich denke dann immer, jedes Mal denke ich, okay, aber welches Europa genau meint ihr? Meint ihr das Europa von Viktor Orban? Meint ihr das Europa von Friedrich Merz demnächst? So er es denn wird, ist ja auch noch nicht klar. Von Meloni, welches Europa meinen wir? Ja, also ich glaube erst mal, dass das Fixieren auf den Vereinigten Staaten auch ein europäisches Problem ist und war. In Sicherheitsfragen ganz sicher. Ja, weil das Europa selbst gibt es ja nicht als mehr. Trump da war, dann kam Biden, hat man gesagt, oh, wir haben es überlebt. Gott sei Dank, jetzt kommt einer, der Transatlantiker ist und so weiter und so fort. Es ist unvorstellbar, dass die Europäische Union nicht reagiert hat, spätestens nach dem ersten Term von Trump. Weil da wurde ja schon klar, dass hier Schluss ist mit lustig. Und es war auch klar, der könnte wiederkommen.
Ja, ich glaube, viele haben gedacht, das kann irgendwie, rein statistisch ist das eher unwahrscheinlich, so wie der drauf ist. Aber es hat sich ja angebahnt. Und ich glaube trotzdem, dass Europa heute eine Chance hat. Sie sagten jetzt mehrere Geschwindigkeiten. Ich glaube, dass es ein Kerneuropa geben wird aus EU-Staaten und Nicht-EU-Staaten, wie zum Beispiel Großbritannien, wie Norwegen, also Staaten, europäische Staaten, die in der NATO sind, aber nicht in der Europäischen Union. Denn wir müssen uns ja als Europäer jetzt befreien mal von der ewigen Blockade von Viktor Orban und von denen, die eben im Grunde genommen keine Lust auf Europa haben, aber gerne das Geld nehmen. Also Herr Fico nimmt das Geld auch sehr gerne. Übrigens ein Land, wo viele Waffen hergestellt werden, die wiederum in der Ukraine zum Einsatz kommen. Das ist auch eine sehr merkwürdige Geschichte. Aber dem eigenen Bevölkerung sagen, wir haben da nichts zu tun, aber eine Menge Geld damit verdient. Heißt, man muss sich von diesen Ländern in diesem Moment abkoppeln und sagen, okay, es gibt außerhalb mit EU-Staaten und Nicht-EU-Staaten eine Möglichkeit voranzugehen. Und wenn Sie mich fragen, warum das nicht passiert ist, weil es ist auch mit ein Fehler Deutschlands. Wir haben eben keinen Bundeskanzler gehabt, der diese Rolle annehmen wollte. Keinen Bundeskanzler, der mit den Franzosen zusammen diese Rolle annahm oder sogar mit Polen, also das Weimarer Dreieck, sondern jeder hat da so sein Ding gemacht nach dem Motto, wir liefern jetzt und dann ist gut. Und das ist milde ausgedrückt in die Hose gegangen. Ich glaube wirklich, dass wir jetzt eine Chance haben. Es gibt einen 5-Punkte-Plan. Es gibt deutlich mehr Finanzen. Vor allen Dingen passiert jetzt etwas, was ich mir schon vor Jahren von Frau von der Leyen gewünscht hätte, endlich zu verstehen. Wir brauchen neben einer starken Verteidigung auch die Wettbewerbsfähigkeit von Europa. Das heißt, dass wir haben ja was zu bieten. Es ist ja nicht so, dass wir nichts zu bieten hätten. Nee, und wenn wir privates Kapital zulassen, wenn wir das entfesseln, dieses Europa, dann haben wir eine Chance, auch eine wirkliche Alternative zu sein. Und entweder wir schaffen das jetzt oder es schafft keiner. Aber ich lasse mir den Optimismus nicht nehmen, weil ich jetzt ja noch relativ frisch sehe, wie dieses Parlament in großer Mehrheit steht und auch registriert, da gibt's jetzt kein Zucken mehr. Entweder wir tun jetzt etwas oder das Europa, in dem ich auch aufgewachsen bin, wird nicht mehr das sein, was es ist. Aber die Zeit locker vom Hocker und die anderen machen es, das ist vorbei. Unsere Zeit ist leider, ich würde gerne noch 2 Stunden mit euch weitersprechen, aber wir setzen das bei nächster Gelegenheit fort. Ich muss nur noch ganz schnell fürs Protokoll, Frau Strack-Zimmermann, Frau Baerbock hat heute gesagt, kein Spitzenamt mehr bei den Grünen. Wie ist bei Ihnen als Nachwuchstalent in der FDP? Sie meinen, dass es ja immer noch einen späten Frühling gibt. Ja, unbedingt. Und ich und auch einen fülle den Sommer aus. Auch. Ja. Also ich habe meinen Frühling in der Europäischen Union. Entern Sie jetzt die FDP? Ich habe meine Arbeit in der Europäischen Union. Ich darf einen Ausschuss leiten, den es so noch nie gab, mit einem Kommissar, mit einem Verteidigungskommissar. Ich will nur wissen, werden Sie Chefin oder nicht, das alles. Also es gibt ja den Spruch, da wo ich bin, ist immer oben oder da wo Sie sind, ist immer die Einschaltquote besonders hoch. Ich habe von Anfang an gesagt, es wird ein Team sein. Und in diesem Team bringe ich mich gerne ein. Okay. Aber auf diesem Stuhl sitzend saß, glaube ich, auch mein Kollege Wolfgang Kubicki, der ja in der Wahlnacht nach 4 Stunden feucht-traurigen Momenten erst vom Rücktritt in die Vorhand kam. Ich kann Ihnen nur sagen, die FDP gehört in die Hand einer anderen Generation. Okay. Und wenn ich diese begleiten kann, mit Expertise, mit europäischem Know-how, mache ich das gerne. Aber nicht an der Spitze. Kubicki will das ja auch nicht, so habe ich ihn verstanden. Also macht es wer? Christian Dürr oder wer macht's? Wer es immer auch macht, jetzt kommt eine Antwort, die Sie nicht zufriedenstellt. Es wird der Bundesparteitag entscheiden. Ich hasse diese Antworten, aber ich finde, das wird nicht im Fernsehen verkündet. Okay, so machen wir das. Akzeptieren wir, respektieren wir.